Und erstmal möchte ich dazu sagen, dass wir uns halt gravierend von den herkömmlichen Logen unterscheiden, weil wir die einzige Loge weltweit sind, die eben nicht an eine Großloge angebunden ist. Wir haben immer wieder die Problematik gefunden, dass zwar Rituale angewendet werden, aber das Behauen des wahren Steins immer im Hintergrund stand. Natürlich ist Ritualarbeit auch sinnvoll, weil man einfach Bewusstseinszustände erreichen kann, die man sonst nicht erreicht. Doch sollte man sich halt im Vordergrund erstmal mit sich selber beschäftigen. Deswegen kann man auch nicht sagen, die Freimaurer sind gut oder schlecht. Ja, es gibt Freimaurer, die bestimmt Böses im Sinne haben, aber es gibt genauso gute Freimaurer, die eben was Gutes im Sinne haben. Und zwar ist es so, dass Symbole immer im Auge des Betrachters liegen. Wenn du den Film Green Lantern nach 23 Sekunden anhältst, siehst du für eine Sekunde ein allsehendes Auge. Das bekommt der normale Konsument überhaupt nicht mit. Und so formen diese Zeichen und diese Symbole unseren Alltag, diese ganze Illuminaten-Symbolik, die dann auch viel aus Amerika kam. Da mag es dann von mir aus auch mit solchen Organisationen in Verbindung stehen, weil es ist auch kein Zufall, dass es so krass symbolisiert wird. Also ich würde sagen, dass es in dem Sinne ein Geheimbund ist, dass Wissen offenbart wird, was nicht jedem dienlich ist, der nicht eine gewisse Reife erreicht hat. Die Freimaurerlogen, es ist nicht einfach, da Mitglied zu werden. Das sind Prozesse, die Jahre dauern können. Wir halten die Wahrheit nicht zurück und machen es jedem Menschen zugänglich. Aber wir würden nicht auf die Idee kommen, jemandem den dritten Grad zu offenbaren, weil das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Aus 30 Jahren Fremdbestimmung von der Schulbildung, des Studiums, Karriere, und dann irgendwann zu sagen, das kann nicht der Rest des Lebens sein, B, kann das nicht der Sinn des Lebens sein, und habe dann radikal angefangen, eigentlich alles zu hinterfragen, was ich bis daher gemacht habe, warum ich es gemacht habe. Auch viel gelesen gehabt, viel auf YouTube unterwegs gewesen, bis ich erkannt habe, die Wahrheit findet man nur in sich selber. Also wir hatten ja nun schon diesen Aspekt des Klischees der Geheimbündelei angesprochen. Gemeinhin ist es ja auch so, dass sich Logenmitglieder im Allgemeinen nicht outen und Wert auf Anonymität legen. Also in der Öffentlichkeit auch nicht als Logenmitglieder irgendwie wahrgenommen werden wollen. Wie ist denn das bei euch? Also wie geht ihr damit um? Wie seht ihr das? Und warum ist diese Anonymität so wichtig in der Freimaurerei im Allgemeinen, aber im Speziellen bei euch? Also ich würde generell sagen, auch wenn ich mich als Christ einstufe oder als Buddhist, gehe ich ja nicht zu jedem und sage, ey, ich bin Buddhist. So, ja, es steht ja nicht auf meiner Stirn und man geht ja nicht damit pausieren, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen ist dass ich nicht auf die Leute zugehe, glaube ich, selbstverständlich, und dass man das wie ein Schatz für sich selber hütet, das ist, glaube ich, ein Nebenprodukt davon, weil man auch weiß, dass viele eine andere Sprache sprechen, vielleicht auch als man selber, und das dann auch gar nicht hören wollen oder Angst haben, weil sie Vorurteile haben und so weiter. Aber die Freimaurerei an sich zeichnet mich ja auch nicht aus, sondern sie ist einfach ein Weg, eine Sprache, um ein Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es für mich nur Mittel zum Zweck. Es ist ein Werkzeug sozusagen. Ich denke auch, also man behaut ja seinen eigenen Stein dementsprechend. Also man tut sich ja selber erstmal entwickeln müssen, entwickeln dürfen, um ein anderes Verständnis zur Welt, zur Gesellschaft zu kriegen. Und das sollte man auch mit einem gesunden Menschenverstand machen, also sprich in seinem geschützten Rahmen machen und die Sachen in seinem geschützten Rahmen besprechen und da auch erstmal wirken. Und man sagt ja auch jetzt im Regelfall nicht, welche Partei man wählt, wenn man wählen geht. Also da gibt es ja auch, oder wie viel Geld man verdient. Das hat man ja auch. Also das sind ja dann auch gewisse Sachen, wo man dann erstmal, ich sag mal, ein bisschen reservierter ist. Und warum das vielleicht in unserer Loge ein bisschen noch mehr hervorgehoben wird, ist, weil wir damit Gleichheit schaffen. Weil hier zählt dein Rang innerhalb der Matrix, dein Titel, dein Auto, dein Haus und dein Aussehen nicht. Hier zählt im Zweifel nur deine Stimme. Und dadurch schaffen wir halt einen ganz anderen Raum, in dem wir uns austauschen können, weil wir uns direkt auf dieselbe Ebene begeben. Und diese Persönlichkeit, die wir innerhalb der Matrix einnehmen oder die man innerhalb der Matrix ist, spielt hier in dem Raum, den wir kreiert haben, gar keine Rolle. Man könnte also in Anlehnung an die Matrix-Filme sagen, ihr befindet euch da sozusagen auf der Nebukadnezar. Jein, auch das ist wieder nur eine Phase, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Wir wissen, wie man die Nebukadnezar baut oder wie man ein Raumschiff baut, um von A nach B zu fliegen. Das schließt ja nicht aus, dass es noch andere Werkzeuge oder andere Flugzeuge gibt oder Raumschiffe, die das beherrschen. Und jeder muss halt selber gucken, was spricht ihn an, wo fühlt er sich wohl. Darum geht es doch am Ende. Darum, dass man sich wohlfühlt, dass es gut tut, dass es einen erfüllt, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Und wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht das Richtige ist, dann sollte ich mich damit auch nicht beschäftigen. Das ist sehr gut nachvollziehbar, dass eben auch vor allem das Wirken in der Loge dann vielleicht nicht so zu so einem Statussymbol wird oder zu etwas, was ich öffentlich aushänge. Und das, was ihr da als Gleichheit bezeichnet, also dass man einen Raum schafft, in dem dieser ganze Schein an Statussymbolen keine Rolle spielt. Also ich hatte mal einen Freund, der war als Arzt beim Militär tätig und der war immer ganz fasziniert davon, wie die Aura und der Nimbus eines Offiziers verschwindet in dem Moment, wo der seine Uniform ablegt am Eingang des Sprechzimmers des Arztes. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, um in Kontakt damit zu kommen, was oder wer ich wirklich bin. Abseits von diesen ganzen Konzepten und Konstrukten, die wir uns in dem, was ihr als die Matrix bezeichnet, so um uns herum aufbauen. Es gibt ja nun auch, was wir eingangs angesprochen haben, im Zusammenhang mit diesen vielen Mythen und Legenden, auch zum Teil pauschalen, verleumderischen, verunglimpfenden Behauptungen, die so kursieren über die Freimaurerei, einen gewissen Schutz davor, von diesen Klischees irgendwie berührt zu werden oder von jemand anders da in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, wenn man sich eben gewissermaßen anonym verhält. In dem Zusammenhang einmal auch die Frage an euch, begegnen euch denn solche Verunglimpfungen und irgendwelche Klischees und wie geht ihr damit um? Kann ich so nicht sagen, ehrlich gesagt, weil das ist ja genau das Faszinierende. Wir erschaffen hier ja einen neuen Raum, in dem es darum geht, dass du dich selber kreierst. Und wir beschäftigen uns mit den Themen außerhalb dieses Raumes nicht. Das bedeutet, alles, was politisch oder und so weiter da draußen los ist, das ist nicht Teil unseres Feldes, sondern wir konzentrieren uns erstmal auf jeden Einzelnen und darum, dass wir als Gruppe uns weiterentwickeln. Denn wenn das gemeistert ist, dann kommt man auf die nächste Ebene sozusagen und dann geht es gar nicht mehr darum, sich dann auszutauschen, vor allem Erfahrungen auszutauschen, wofür wir den Raum schaffen, sondern vor allem mal ins Wirken überzugehen, um eben gemeinsam in Projekten zu schauen, was können wir wirklich tun, um was zu verändern. Was jetzt ja auch nicht böse klingen soll, aber umso mehr Wissen man ansammelt, umso mehr man sich weiterentwickelt, umso mehr fällt es einem auf, wie die Gesellschaft da draußen tickt, extrem mit diesem Schwarz-Weiß immer da wieder. Also sehr, sehr viele sind in diesem Schwarz-Weiß so stark gefangen und haben keine gesamtheitliche Sicht drauf und kein inneres Gefühl mehr zu der Welt, hat man so das Gefühl. Also das ist dann mein Gefühl, dass das dann, also ich finde es da einfach spannend, muss ich sagen, wenn man sich selber entwickelt, wie man dann die Gesellschaft bzw. die Welt um sich herum in anderen Augen sieht, in einem anderen Licht sieht. Ja, und im Endeffekt ist es ganz einfach zu erklären. Wir sind im Endeffekt wie ein Spielplatz, es einfach mal anders da auszuprobieren. Und da bringen wir dieses Alte aus der Matrix überhaupt nicht mit. Ja, also das kann ich auch sehr gut nachfühlen, diese Schubladisierung von allen Seiten und in allen Bereichen in der Gesellschaft, in der sogenannten Matrix. Also es geht uns ja insbesondere mit unserem Podcast auch immer wieder so, dass wir von allen Seiten in die jeweils andere Schublade gesteckt werden und als Feinde gesehen werden. Also bisweilen bekommen wir so Shitstorms von allen Seiten. Und in Wirklichkeit gehören wir aber nirgendwo rein. Wir gehören in keine der Schubladen und die Tatsache, dass diese Shitstorms kommen, zeigt uns oder ist ein Indiz dafür, dass wir da möglicherweise auf einem, sagen wir mal, guten Weg sind. Auch diese Distanzierung von diesem ganzen Geschehen, diesen ganzen politischen Vorgängen, die darum aufgebauten Debatten und dabei spielt es keine Rolle, ob das, wie gesagt, in den konventionellen Strukturen der Gesellschaft wie auch in den Subkulturen im alternativen Bereich stattfindet. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe etwa, wie lange war das? Vielleicht gut über ein Jahr, also mich konsequent ferngehalten von allen Informationsmedien, also lückenlos allem. Ich habe sogar, wenn ich mich bei GMX eingeloggt habe, habe ich ganz schnell runtergescrollt, bevor ich hingeguckt habe, damit ich da nicht die auftauchenden Nachrichtenmeldungen anschauen muss. Und ich habe erst jüngst wieder angefangen, hier und da in irgendwelche Nachrichtenmedien reinzuschauen, allerdings auch nur aus dem Grunde, um so ein bisschen zu sehen, was wird gerade so gesprochen und was könnte man vielleicht in eine Podcast-Folge einbauen oder so. Aber ansonsten habe ich da kein Motiv mehr für, also dann wirklich zu erfahren und zu fühlen, dass das, was in irgendwelchen Informationsmedien da verkündet wird, dass das für mein Leben und meine Entwicklung überhaupt keine Relevanz hat. Also ich habe in der Zeit festgestellt, dass ich durch irgendwelche Informationsmedien überhaupt keine Information hätte bekommen können, die mir irgendwie gedient hätte. Also die irgendwie meinem Überleben und meiner individuellen, meiner spirituellen inneren Entwicklung gedient hätte. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung. Ich wusste das vorher von der Theorie her schon, also mit dem Verstand.
Aber dieses eine Jahr der konsequenten Medienabstinenz oder über ein Jahr, wie lange das auch immer gewesen sein mag ungefähr, hat es mir ermöglicht, das auch wirklich so zu fühlen. Ja, ich brauche diese ganze Information aus diesen Medien nicht. Und das mich abwenden von diesen Informationen führt wiederum dazu, dass mir Energie zur Verfügung steht für das, was in meinem Leben wirklich wesentlich ist. Hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich denke, ein wichtiger Aspekt dabei ist auch noch, dass wir viel von dem, was in dem heiligen Fernseher da kommt, überhaupt nicht überprüfen können. Ja, und wir wissen ja, wie es da draußen so zugeht. Und ich würde prinzipiell mal grundsätzlich alles, was da auf einen wirken möchte, in Frage stellen und es vor allem mal hinterfragen. Aber wie du schon gesagt hast, ist es noch sinnvoller, es einfach loszulassen und sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einen vorwärts bringen, statt die Dinge, die dich ausbremsen und langsam machen, Angstgedanken schüren und so weiter. Also ganz genau, da sprichst du uns aus dem Herzen. Das ist auch ein zentraler Inhalt unseres Kurses. Das Erkennen, dass das, was uns da als Wissen und als Wahrheit präsentiert wird, und wie gesagt, es spielt keine Rolle, in welcher Art von Informationsmedium oder in welchem Kreis, in welcher Subkultur, dass wir das Allermeiste davon überhaupt nicht überprüfen können. Also das Allermeiste, was als Wissen deklariert wird und als Wissen darüber, was in der Welt vorgeht oder was irgendwie historisch gewesen sein soll, was irgendwie den oder jenen Politiker bewegt haben soll bei dieser oder jener Entscheidung, wir können davon überhaupt nichts prüfen. Wir wissen überhaupt nichts darüber, was da vorgeht. Und abgesehen davon wird uns ohnehin immer nur ein sehr kleiner Ausschnitt gezeigt, der wiederum durch die Wahrnehmungsfilter des Berichterstattenden geformt ist und durch eine ganze Kaskade von Filtern geht. Und wenn wir uns dessen im Klaren werden, dass dieses viele, was wir da glauben zu wissen über die Welt, über das alles, was um uns herum ist, mehr wir uns darüber gewahr werden, dass wir das, was wir da zu wissen glauben, eben nur zu wissen glauben, umso mehr Ressourcen werden frei, um uns selber zuzuwenden und dem, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Weil alles, was ich nicht prüfen kann, kann in meinem Leben keine Auswirkungen haben. Wenn es in meinem Leben Auswirkungen hätte, dann könnte ich es auch prüfen. Ja, sehr, sehr schön und sehr, sehr weise Worte, die du da wählst. Und noch faszinierender ist die Wortwahl Wissen zu glauben. Weil vorhin in unserem Logen-Meeting hatten wir genau das Thema, ich würde es ganz gerne nochmal anschneiden, es passt nämlich auch zum Tag, wir haben ja heute 9/11 und einfach mal so als Geschichte erzählt, und zwar 9/11 kam im Fernsehen, die Menschen gucken das und sagen, klar, Fernseher sagt, dass es so ist, es war so, wir glauben daran, dass es jetzt so ist, und da fängt es jetzt halt an, interessant zu werden, weil Fakt ist, sie wissen es nämlich nicht. Sie glauben, wie du schon gesagt hast, es zu wissen. Und worin unterscheide ich Wissen und Glauben zu wissen? Für mich ist Wissen immer an direkte Erfahrungen mit meinen menschlichen Sinnen gebunden. Und der Rest ist Glauben zu wissen. Das heißt, faktisch gesehen, ich weiß es nicht. Das ist eine Illusion. Es ist nicht meine Wahrheit. Aber der Mensch tut so, als würde er es faktisch gesehen wissen, weil es kam ja aus dem Fernseher. Bei 9/11 wissen es aber nur die, die da dabei waren. Die wissen es. Alle anderen, die es im Fernsehen gesehen haben, glauben es zu wissen. Und jetzt, wenn wir das Ganze dann weiterspinnen und dann diese Information der Mensch aufnimmt, und das ist genau auch das Thema im ersten Grad bei uns, nämlich die Kreation der königlichen Persönlichkeit ist, weil der Mensch nimmt jetzt diese Information aus dem Fernseher, ungeprüft, und sie wird Teil der Persönlichkeit. Warum? Weil er wird dementsprechend handeln. Das bedeutet, er handelt auf der Basis von, er glaubt etwas zu wissen, was aber auch falsch sein kann, und handelt dementsprechend. So, und das bedeutet dann kurzum, dass man den Leuten vor dem Fernseher erklärt hat, der böse, böse Terrorist ist daran schuld. So, und alle glauben jetzt zu wissen, dass der böse, böse Terrorist schuld ist und sind plötzlich alle der Meinung, den müssen wir jetzt abschlachten, den bösen Terroristen. Aber ob es wirklich so gewesen ist oder nicht, das wissen sie überhaupt nicht. Und da fängt halt dann die Geisteskrankheit an, weil die Information überhaupt nicht überprüft worden ist. Und ich rate nur jedem, der sich mal da draußen mit der Matrixpolitik und so weiter beschäftigt hat, nicht alle Menschen sind darauf aus, Gutes zu tun. Die meisten Menschen machen die meisten Sachen in ihrem eigenen Sinne für ihren eigenen Kontostand. Und ob ich jetzt so einem Menschen vertraue oder nicht, das sollte ich mal überprüfen, ob das wirklich die Wahrheit ist, die er da wohl spricht oder nicht. Und das ist ein riesiges Thema und hat bei uns im ersten Grad direkt Anklang, weil genau
darum geht's, ja, zu lernen, wie hinterfrage ich denn überhaupt etwas? Weil dann sehe ich wieder was im Fernsehen, wie habe ich es gelernt, damit umzugehen? Ich stecke es in eine Schublade, ich stecke es in die gute oder in die schlechte Schublade. Das heißt, mein Verstand bewertet auf eine Art und Weise, die fehlerhaft ist. Warum ist sie fehlerhaft? Weil es ist niemals irgendwas gut oder schlecht. Es liegt im Auge des Betrachters. Und wenn ich mir das Positive und das Negative angucke, dann kann ich die Dualität im Geiste aufheben und mir meine eigene Wahrheit bilden. Aber selbst dann ist es kein Wissen, weil ich es nicht erfahren habe. Und genau das ist ein elementarer Punkt, den wir jedem Menschen an die Hand geben, weil der Umgang mit Informationen, die uns umgeben, der ist bei den meisten Menschen fehlerhaft programmiert, weil sie das nicht nur nicht hinterfragen, sondern dann noch zusätzlich in eine positive oder negative Schublade stecken. Und so ist der menschliche Verstand die ganze Zeit damit beschäftigt, Dinge in Schubladen zu stecken und das nach einem fehlerhaften Konzept. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Energie und Zeit dabei drauf geht, die der Mensch jeden Tag nutzt, um dieses Konzept zu verwenden, dann sieht man automatisch, da läuft was falsch. Und das ist einer der Gründe, warum ein Mensch dann auch nicht glücklich werden kann, weil er ist gar nicht mit sich beschäftigt, sondern mit dem Außen beschäftigt, und zwar Dinge in Schubladen zu stecken und das dann auch mit einem fehlerhaften Konzept. Wenn ich darf, würde ich gleich noch ganz kurz was hinterher schießen. Mir kommt da seit 1, 2, 3 Sätzen die ganze Zeit so ein uralter Satz von, ich glaube, ein Zukunfts- oder Trendforscher. Wir ertrinken in Informationen und hungern dennoch nach Wissen. Das ist so ein bisschen anders gelagert als das, was Sakura gerade gesagt hat, weil es mich einfach sehr, sehr berührt und trifft, als, sagen wir mal, ex-großer Control-Freak. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich angefangen zu googeln. Die nicht tragbar, überprüfbar große Menge an Daten, ich nenne es jetzt mal bewusst nicht Wissen, es ist nicht mehr möglich, überhaupt sich Sachen mit dem reinen Verstand komplett anzueignen und einfach aufzusaugen oder zu sagen, ich speichere es, ohne es zu erleben. Und das war für mich so der größte Breaker, glaube ich, im ersten Rang. Hör mehr auf dein Bauchgefühl. Dein Hirn hat eine Kapazität, die begrenzt ist. Es wird Abkürzungen nehmen. Aufgrund von alten Erfahrungen, wo ich sage, selbst die Möglichkeit zu haben, so nach jedem Zeug zu googeln, im Zweifel nimmst du nur unendlich viel Energie, Zeit und damit den Fokus auf Wichtiges weg. Ja, also der Umgang mit Informationen, das besteht im Grunde genommen aus 2 Stufen. Der bewusste Umgang. Das erste ist das Auswählen. Brauche ich diese Information überhaupt? Ist die für mein Leben wirklich relevant? Ist die für meine Entwicklung wirklich relevant? Und erst wenn ich feststelle, dass diese Information für mich relevant sein könnte, dann ergibt es erst Sinn, weiter nach dieser Information zu suchen. Ja, vielleicht ganz konkret irgendwas zu googeln und irgendwas zu recherchieren. Und der zweite Punkt ist, was angesprochen wurde, naturgesetzlich vollkommen korrekt, Wissen kann nur entstehen durch Sinneswahrnehmung. Durch unmittelbare Sinneswahrnehmung und durch daraus resultierendes Fühlen. Und alles andere ist Glauben. Das Glauben von Hörensagen, wenn ich es nicht bewusst tue, wenn ich nicht bewusst feststelle, ja, ich habe da einfach nur irgendeine Aussage vom Hörensagen übernommen, aber in Wirklichkeit weiß ich das nicht, ja, führt es zu einem Glauben, zu einem Pseudowissen, welches immer mit Unsicherheit behaftet ist. Also echtes Wissen im Leben erhalte ich nur dadurch, dass ich selber erfahre mit meinen Sinnen und es selber erlebe. So dadurch kann Information zu gefühltem Wissen werden. Und in heutiger Zeit, wo wir halt umgeben sind mit diesen ganzen Medien, die auch noch bunte Bilder liefern, vergessen wir umso schneller, dass wir vieles, von dem wir glauben, wir hätten es irgendwie erlebt, eigentlich überhaupt gar nicht erlebt haben. Also ich habe nur irgendwas auf einem Bildschirm flackern sehen. Das suggeriert aber, dass ich etwas mit meinen Sinnen erfahren hätte. Und das scheint auf den ersten Blick ziemlich gefährlich, weil zu Zeiten, in denen es noch keinen Film gab, in denen es noch kein Fernsehen gab und auch kein Internet gab, da wurden solche öffentlichen Informationen ja vornehmlich durch Texte verbreitet, durch Zeitungen, ja, durch Schriftlichkeit. Und wenn ich einen Text lese, dann ist da zumindest jetzt kein unmittelbares Bild und kein Ton, welcher mir suggeriert, dass ich da wirklich etwas mit meinen Sinnen erfahren würde. Ja, obschon das ja auch bekannt ist, ja, wenn man vor allem mit älteren Leuten spricht, die legen immer ganz viel Wert auf das geschriebene Wort. Das ist auch eine sehr interessante Beobachtung, die man in seinem Lebensumfeld machen kann. Also wenn irgendwas irgendwo steht, dann wird es
mit, ich sage mal vorsichtig, höherer Wahrscheinlichkeit geglaubt oder dem wird ein größeres Gewicht zugeschrieben. Und entscheidend ist gar nicht, wo es steht, sondern einfach nur, dass es irgendwo steht, dass es verschriftlich ist. Auch das zeigt mir wieder etwas über mich selber. Ja. Das zeigt mir was über mögliche Kopplungen, mögliche Glaubenssätze, die mit der Schriftlichkeit einhergehen. Wenn ich irgendetwas aufschreibe, dann fühlt es sich möglicherweise viel verbindlicher an, als wenn ich etwas nur mündlich bespreche. Weshalb zum Beispiel in einem geschäftlichen Kontext Verträge schriftlich gemacht werden. Also klar, der eine Grund ist, dass man sich nachher darüber streiten kann vor Gericht oder dergleichen, aber das Schriftliche hat eine stärkere Verbindlichkeit, weil wir das so gekoppelt haben. Ich denke ja auch, also es gibt ja Bereiche, die sagen, Kommunikation ist immer in irgendeiner Art und Weise Manipulation. Jetzt dann ist dann die Frage natürlich, ist das eine Face-to-Face-Kommunikation, ist das eine Kommunikation vor einer Gruppe, wo einer mit irgendeinem Orden oder mit irgendeinem Sternchen auf der Schulter dann zu einer Gruppe spricht? Oder ist es dann das geschriebene Wort über eine große Auflage über die Zeitung? Ist es dann das Fernsehen, was dann noch Bilder, Töne und noch mehr Emotionen weckt? Also die Frage ist ja immer dann auch, wie wird das da verstärkt? Also das Fernsehen ist natürlich die absolute Endstufe. Man hat das gesprochene Wort, vielleicht hat man noch irgendwelche Sounds im Hintergrund, hat die Bilder dazu und so kann man natürlich dann auch, ich sag mal, dementsprechend Leute in eine gewisse Richtung versuchen zu drücken. Noch besser als nur das geschriebene Wort, noch besser als nur hier Face-to-Face oder eine Ansprache von einer kleinen Gruppe. Der Fernseher ist natürlich das absolute Endprodukt, um die Menschen in gewisse Bereiche vielleicht eher reinzudrücken. Ja, in der Tat kann in einem gewissen Sinne davon gesprochen werden, dass jedwede Art der Kommunikation auch Manipulation ist. Doch kommt es hier auf den Beweggrund an und, was noch viel wichtiger ist, auf die Empfänglichkeit auf der Gegenseite. Wenn wir überhaupt miteinander sprechen, ist es ja so, dass ich etwas mitteile über Sprache, welche ich dann vermöge meiner Stimme, meiner Anatomie in Schallwellen forme und welche dann bei dir ankommen und bei dir wiederum einen Gedanken auslösen. Und ich möchte einen Gedanken oder etwas, was in mir vorgeht, damit mitteilen. Und jetzt kommen diese Schallwellen bei dir an und du reproduzierst dann, gefiltert eben entsprechend durch deine Wahrnehmungsfilter jedweder Art und durch dein dadurch bedingtes individuelles Verständnis meiner Worte. Du übernimmst dann sozusagen meinen Gedanken in dem Moment. Also für sich genommen ist daran überhaupt nichts Falsches. Das tun wir ja bewusst. Wir kommunizieren miteinander, um jeweils am Gedanken des anderen teilzuhaben, um Gedanken und das, was in uns vorgeht, im Allgemeinen miteinander auszutauschen. Und jetzt kann ich aber auch bewusst versuchen, irgendwen in eine bestimmte Richtung ich kann unbewusst versuchen, irgendwen in eine bestimmte Richtung zu lenken auch, also ohne, dass ich es selber merke, eine bestimmte Richtung, die er niemals einschlagen würde, wenn er davon wüsste. Ja. Und der entscheidende Punkt ist allerdings, wie empfänglich bin ich dafür? Also bin ich mir dessen bewusst, dass ich möglicherweise für gewisse Manipulationen anfällig bin und wenn ja, warum? Und das Bewusstsein dafür ist auch der Schlüssel zu der Befreiung von der Manipulierbarkeit, der sogenannten, die nur in mir ist. Ja, das ist das, was wir bei uns als das Empfängerprinzip bezeichnen. Ja, wenn ich irgendwo in der Nachrichtentechnik ein Signal losschicke, eine Welle losschicke und auf der Empfängerseite nicht die entsprechende Frequenz eingestellt ist, dann wird um die Empfangsanlage diese Welle herumgehen, die wird sich da herumwinden, ohne in Wechselwirkung mit der Empfangsanlage zu treten. Und so verhält es sich auch mit uns, wenn wir nicht empfänglich sind für diese Manipulation, dann werden diese auch nicht mit uns in Wechselwirkung treten. Und ich kann mir dieser Glaubenssätze, der Mechanismen in mir, der Glaubenssätze, die mich dafür empfänglich machen, bewusst werden und somit darüber hinaus wachsen, über diese Empfänglichkeit. Da muss sich also nichts im Außen verändern, da muss niemand aufhören zu manipulieren. Ja, ich kann einfach nur meine eigene Empfänglichkeit erkennen und sie wird aufhören, Macht über mein Leben zu haben. Ich hatte es ja auch eigentlich komplett ohne Wertung gemeint gehabt. Also der Gedanke, der erstmal entsteht, der dann das Wort formen wird, der ist ja erstmal weder gut noch böse. Also das ist erstmal ein Gedanke. Wir Menschen, also was uns Menschen vom Tier unterscheidet, das erstmal hat man gesagt, das ist unser logisches Denken, das Denken, was den Menschen ausmacht. Jetzt kam die KI. Die KI ist mittlerweile so weit, dass die KI doch noch
viel besser und viel mehr Informationen viel schneller wiedergeben kann, speichern kann. Was unterscheidet den Mensch von der KI? Das ist das bedürfnisorientierte Handeln. Also sprich, hinter jeder Kommunikation steckt ja im Regelfall auch irgendein Bedürfnis. Und ein Bedürfnis muss ja nicht immer böse oder gut sein, ein Bedürfnis kann einfach nur ein Bedürfnis sein. Neugierig, wie es weitergeht? Weiter geht's in der nächsten Folge des Varavesa Podcast. Jenseits von richtig und falsch. Du hörst unseren Podcast und merkst, dass er etwas in dir bewegt? Sei dabei bei der kostenlosen und unverbindlichen ersten Kurseinheit. Melde dich an unter varavesa.de/Kurse und entdecke. Dein Leben geschieht für dich. Dein Alltag zeigt dir deinen Weg. Gefällt dir unsere Arbeit? Dann abonniere gerne unseren Newsletter und folge unseren Kanälen auf Telegram, Facebook und YouTube und unterstütze uns gerne durch einen Wertschätzungsbeitrag. Mehr erfährst du auf varavesa.de.